Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. RDS-Signal vom Radiochip auslesen, Teil 2. Heute werde ich Ihnen diese THT-Platine vorstellen. Es ist Universalmodul mit elektronischen Bauteilen. Danach, mit der Hilfe FM-Radio, werden wir RDS-Signal auslesen. Diese Platine, es ist THT-Platine und es ist SMD-Platine. Also es war vorher so, jetzt habe ich halbiert, ja. Die Platine habe ich nach dem Löten mit dem Isopropanol gereinigt, mit dem Pinsel, ja. Schaut mal, ist schon alles sauber. Von der Seite, von unten. Und das ist von oben. An der Stelle ist die Spannungsversorgung. Spannungsversorgung ist von 6,5 Volt bis 12 Volt. Hier ist, wenn Sie sehen, hier ist eine Zeichnung gegeben. Batterie 6,5 Volt bis 12 Volt. Also wenn ich 2 nehme, es wird ungefähr 8,4 Volt, entweder hier, sage ich grob, wenn 3 Stück in der Reihe, 12 Volt. Es ist egal, entweder 2 Stück wird genommen oder 3. Spielt keine Rolle. Also das ist ja, dass die Platine nicht kurz geschlossen wird. Im nächsten Video erzähle, wie ich das alles gemacht habe. Da werden Plus- und Minuspole nicht vertauscht. Ja, und dann an der Stelle wird einfach die Spannungsversorgung angeschlossen. Hier. Ja. Okay. Hier ist LED-Indikator. Zeigt, wie gut das Signal ist. Ja. An der Stelle ist Verbindung zum Picket 4. Schaut ihr mal. Also hier sind die Pins. Ja. Hier ist beispielsweise so ein Kabel, also männlich. Es wird an der Stelle angesteckt. Ja. Und dann nehme ich mein Picket 4. Von der Seite ist USB-Anschlüsse zum PC. Und von der Seite, ich habe schon ein Video gemacht, wie das Programm zu der Mikrocontroller hochgeladen wird. Das ist das vorletzte Video. Sie können auch anschauen und hier wird einfach angeschlossen. So, ich weiß schon, wo welche Pins sind. Deswegen ja, habe ich schon angeschlossen. Und dann halt, wir können also, wenn wir das angeschlossen haben und USB-Anschluss zu dem PC verbunden haben, das Programm gestartet haben und dann können wir das Programm hochladen. Also wo Spannungsversorgung angeschlossen wird und dann verläuft hier zu dem Festspannungsregler 5 Volt, dass wir 5 Volt haben. Dieser Chip, das ist der 7330B
braucht 5 Volt und der Peak 18 braucht auch 5 Volt. Hier an der Stelle sind zwei Jumper. Ich habe schon einen Jumper getrennt. Ich denke, Sie wissen, was das ist. So eine Jumper. Ja. Dass wir die Spannung, also 5 Volt, kriegen. An der Stelle. Also würde wieder anstecken. Ja. An der Stelle werden wir unser Monitor anschließen. Ja. Es ist I2C-Verbindung oder auf Deutsch I2C. So, die Versorgungsspannung ist schon angeschlossen. Ich habe 3 Batterien. Ich verwende 3 Batterien, das sind insgesamt 12 Volt grob. Jetzt schaut ihr mal bitte aufs Monitor, also hier kommt die Meldung an der Stelle. Ich werde die Versorgungsspannung trennen und wieder anschließen. Ja, okay. Sie können, es hat mit RDS nichts zu tun, Sie können, ich habe ja rausgetrennt, jetzt es wieder kommt. Ja. Also dieser Monitor hat 2 Zeilen, also das ist eine Zeile, das ist eine zweite Zeile. Dieser Monitor hat 4 Zeilen, 1, 2, 3 und 4. Also, dieser Monitor hat 2 Zeilen und 16 Spalten. Das sind 16 Spalten. Und dieser Monitor hat 4 Zeilen und 20 Spalten. Dieser Monitor hat auch LCD 1602. Ne, ja, richtig. 1602. Und dieser Monitor heißt 2004. Es ist egal, entweder nehmen Sie so einen Monitor, entweder so einen Monitor. Es wird funktionieren. Die Bibliothek also unterstützt diesen und diesen. Sie brauchen nichts verändern. Spielt keine Rolle, ob Sie so einen Monitor verwenden oder so einen. So, jetzt werde ich diesen Monitor umdrehen. Es ist, dass Ihnen klar wird, vielleicht wissen Sie nicht, das ist PCF in der Zeichnung 8574. Ja, das ist es. Sie können auch im Internet finden, es ist kein Seltenteil. Sie können komplett, also diesen Monitor mit PCF 8574, das ist es, ja, so ein Teil. Es kann sein, dass schon alles verlötet wird, also zusammen. Schon am besten, da brauchen Sie gar nicht löten. Also es wird gebraucht, also PCF 8574 und selbst LCD, entweder 1602, entweder, ich habe schon gesagt, 1602, das ist ja, entweder 2004 oder 2002. Ja, jetzt habe ich die Spannung einfach, das ist ja Wackelkontakt, deswegen zeigt er jetzt einfach nicht richtig, ja. Das spielt jetzt keine Rolle. Und diese Pins an der Platine, diese Pins, also diese und diese zum Beispiel, wenn ich jetzt die Platine zeige, also diese Pins und diese, das sind 20 Pins, die sind komplett, also alle vor dem Mikrocontroller. Wenn Sie zum Beispiel Ihr
RDS-Modul aufrüsten möchten, zum Beispiel mit dem Zeitmodul, oder wie heißt es richtig, Uhrmodul, das ist ja DC DS 3231, ja, der ist ziemlich genau, das ist Zeitmodul oder Uhrmodul, einfach im Internet können Sie angeben, das ist ja ein gutes Ding, und das ist ja auch Uhrmodul, ja, oder Zeitmodul, sagen wir mal, der ist 1302, ja, Sie sehen, ja, ist nicht ganz genau. Sie können zum Beispiel vom RDS, es gibt auch die Zeit gesendet, Sie können beispielsweise diese Pins, also von diesen Pins verbinden mit diesem Modul, dem Zeitmodul, und die Zeit einfach aktualisieren. Und dazu werden wir von diesem Radio, ja, funktioniert, ja, ich habe ja Lautstärke, ja, schaut mal. Hier ist die Frequenz 100,9. Also wir werden von diesem Radio, das ist die Zeichnung, Sie können auch bei mir anschauen, da finden Sie also in den letzten Videos, liegt in Teil 2 von diesem Radio. Wir werden vom Pin 28, das ist AF Output, RDS Signal entnehmen. Hier ist schon Kabel, ich habe schon unten verlötet zu dem Pin 28. Ja. Jetzt gehen wir im Wohnzimmer. Da habe ich besseren Empfang. Da werde ich alles anschließen, da zeige ich den Namen vom RDS. Wenn wir auch guten Empfang haben, dann können wir auch die Zeit empfangen. So, jetzt sind wir im Wohnzimmer. Hier kriege ich besseren Empfang. Das Radio läuft schon. Ich habe schon gesagt, also von dem Radio habe ich Pin AF Old, das ist Pin 28, habe ich, wenn wir die Platine anschauen, es ist RDS Input-Signal, habe ja Pin 28 vom Radio hier angeschlossen. RDS Input-Signal. Hier ist es, ja, hier ist diese Pin. Jetzt sehen wir schon die Zeit. Hier ist schon die Zeit, das kommt vom Radiosender SWR 4 Ulm. Die Frequenz 100,9 MHz, 2 Balken, es ist Stereo. Es ist ja Ladestation, also eine Balke, ich muss bald laden. So, jetzt werde ich mit der Fernbedienung den Sender umschalten. Zum Beispiel gehen wir zu. Ja, schaut mal, es kommt. Hier sind die Störungen wegen. Hier ist in der Nähe LED-Beleuchtung. Schaut mal, zu Radio 7 ich habe umgeschaltet. Jetzt zeigt Radio 7. Ich habe ja die Taste 7 gedrückt. Hier ist bei mir überall die Störungen. Also es zeigt SWR 3, ich habe SWR 3 gedrückt. Ja. Die Frequenz 98,1. Ja, wenn ich wieder zu der SWR 4 gehe. Ja, schaut mal. Ich habe SWR 4 gedrückt. Frequenz 100,9. Da müssen wir ein bisschen warten, dass SWR 4 Ulm rauskommt. Also wegen LED-Beleuchtung ist bei mir und Netzteil ist noch in der Nähe unten zu der LED-Beleuchtung, deswegen kriege ich die Störungen. Fazit, ich habe nicht gesagt, wir müssen auch gemeinsamen Ground haben. Hier verläuft das Kabel. Es ist Minuspol
Hier ist auch Minuspol. RDS-Modul muss gemeinsamer Ground mit dem Radio haben. Hier ist auch Minuspol. Und in der Nähe muss keine LED-Beleuchtung sein und keine Netzteile. Da kann ich also 9 Kanäle zum Beispiel auswählen, also 1 oder 5. Da kann ich locker den Namen vom Sender ablesen und die Zahl kann ich auch empfangen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, Sie können meinen Kanal abonnieren oder machen Sie den Daumen hoch. Danke, dass Sie das Video angeschaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.